Weltneuheit, das sieht man ganz selten. Ja, der Iveco Daily Kastenwagen, auch als 4x4, diesmal als Camper. Das hat man nicht so oft. Selbstausbauer, die machen es relativ oft, aber so ab Werk, das hast du als Iveco Daily Kastenwagen selten. Warum denn nicht? Ja, weil es einfach ein Nischenprodukt ist. Der Iveco, wie gesagt, bei den vielen Paketdiensten total beliebt, aber bei den Campern einfach nicht. Und wir haben das jetzt eben aufgenommen und bauen das mit einem spanischen Hersteller zusammen. Und wie gesagt, haben uns dann in kürzester Zeit einen Prototyp hier hergestellt für 4 Personen. Und ja, kommt auch ziemlich gut an der Messe hier an erst einmal. So, das ist welcher ist da drunter? Da ist ein 160 PS Automatik drunter. Zuladung? Rund 600 Kilo. Und ja, die Automatik ist jetzt momentan in der ersten Serie, wie man da lesen kann, First Edition, ist die Automatik auch Serie. So, der hat eine 8-Gang ZF Eine ist drin. 8-Gang-Automatik, genau. Ja, super Geschichte, vor allem wirklich, wirklich gut ausgestattet. Wir haben Rahmenfenster jetzt mit dem Hersteller besprochen. Kommt auch im Bad jetzt auch noch ein Fenster dazu. Das ist jetzt mit aufgenommen in den nächsten Fahrzeugen. Das ist ein Prototyp quasi. Das ist ein reiner Prototyp jetzt, den wir hier haben. Der hat Heckantrieb? Der hat Heckantrieb, genau. Ja, Vorteil ist natürlich, dass das Gewicht am richtigen Fleck ist, nämlich hinten. Dann sieht man hier, ihr habt was ganz Tolles gemacht. Ihr habt euch viele Gedanken gemacht, wie man den Raum optimal nutzen kann, auch tagsüber? Genau, richtig. Also wir können die oberen Betten nach hinten stellen, das Ganze, und können auch hinten eine kleine Sitzgruppe erstellen. Wir haben hier unten unter dem Sitz, unter der Mittelkonsole einen Fuß, wo man dann die Platte hier dementsprechend als Tisch auch nutzen kann. Okay, das heißt für den Tag. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Jetzt kann man ja im Moment nicht drunter sitzen, wenn das Bett ist. Das heißt, das Rost kommt wohin dann im Tagesbetrieb? Im Tagesbetrieb kann man das Rost unter die Polster tun. Es ist nämlich hier ein bisschen niedriger und können das unter das Polster tun. Beziehungsweise gedacht ist es so, dass das Rost einfach nur nach hinten geschoben wird. Das ist Teleskop. Ah, okay, verstehe. Genau, dass ich jetzt für 2 Personen sauber hier hinten sitzen kann. Und dann habe ich ja vorne die normale Dinette ja auch noch. Das ist, wenn ich Kids dabei habe, dass sie hinten mal spielen können. Ich kann das auch drehen, so dass der Auszug dann praktisch auf der anderen Seite ist, dass ich einfach reinschieben kann. Das geht. Genau, das ist möglich. Nur bringt es halt nicht wirklich viel, weil der Tischfuß unten im Boden eingelassen ist. Deswegen, der ist da drin? Ja, genau. Okay, verstehe. Jetzt ist im Moment so zum Schlafen, dass 4 Personen drin schlafen können, oder? Genau, so ist er konzipiert worden. 2 oben, 2 unten. Genau, richtig. Jetzt in der nächsten Edition ist es so, dass wir aufgenommen haben, dass wir oben mehr Schränke machen. Das ist jetzt einfach, wie gesagt, auf die Schnelle produziert worden für uns, ja, dass wir was zeigen können eben. Der Hersteller ist ein Krankenwagenhersteller, baut normalerweise in Spanien Krankenwegen und wollte mit uns eine Kooperation machen, dass wir dementsprechend eben das Ganze starten. Wir haben auch in Serie zum Beispiel eine Außendusche mit dabei. Das ist alles Serie. Bei dem Fahrzeug gibt es keine Bestellliste, wo sagt, ich will das und das und das und das. Es ist einfach einmal rauf und runter, einmal alles drinnen. Wir haben eine Solarplatte auf dem Dach, ein Wechselrichter mit Vorrangschaltung ist mit drinnen. Schon alles, wie gesagt, dass das Fahrzeug einsteigen und losfahren. So, hier, was ist da dann? Gas? Nein, Gas ist hier nicht drin. Das ist einfach ein großer Stauraum. Hier an der Seite sehen wir den Tischfuß, dass er nicht durch die Gegend rollt. Genau. Die Gasflasche haben wir in dem Fall unten in der Küche verbaut. Die brauchen wir nur zum Kochen, oder? Genau, richtig. Gaslos ansonsten? Ansonsten ist er gasfree, ja. Ich gucke mal gerade auf den Preis, weil das Grundfahrzeug ja doch ein bisschen was kostet. Insofern fasziniert mich der Gesamtpreis, 61.000 mit einem professionellen Nutzfahrzeug inklusive. Genau, so ist es. Also wir bieten den für 59.999 hier auf der Messe an. So kann man auch bekommen in 3 verschiedenen Holzfarben und alles andere ist einfach drin bei dem Fahrzeug. So, den Rest könnte man ja auch folieren lassen, das sieht man ja, also egal welche Farbe. Es gibt ab Werk, es gibt viele Farben beim Daily? Beim Daily, wir bieten jetzt tatsächlich nur weiß an, weil es grundsätzlich, wie gesagt, der Hersteller ein Krankenwagenhersteller ist und der das dann einfach auf Folierungsbasis macht. Okay. Wir bieten momentan einfach nur weiß an, ja. Okay, man kann ihn ja voll folieren lassen, das ist gar nicht so teuer, muss man sagen. Nein, ist es. So ist es. Hi. Schnador, ich grüße dich herzlich. Ja, das ist das Auto, was ich tatsächlich im Moment unter meinem Auto drunter habe. Und das ist vielleicht nicht ganz die Tonnage, die man im Moment hat, aber das ist der Kastenwagen, der vom Platz her, würde ich fast sagen,
ist schon groß, aber er verjüngt sich auch nach oben, oder? Er verjüngt sich nach oben. Das ist natürlich beim Iveco ein kleines Problem, ist aber gut gelöst mit den Schränken zum Beispiel oben, dass die einfach gerade gebaut sind und einfach der Verjüngung sich anpassen einfach. Was wir auch wollten unbedingt, dass wir in der Dinette zum Beispiel die Original-Iveco-Sitze haben. Dass wir in dem Fall Möglichkeit für Isofix und Konsorten eben haben. Und die sind auch recht gut, die sind straff, das sind Nutzfahrzeugsitze, genau, Automotive-Qualität. Genau, richtig. Und es ist halt natürlich so, der Pilotsitz ist dann natürlich auch bequem zum Sitzen, also für lange Strecken. Ich habe eine feste Sitzfläche in der vollen Länge, dass es einfach wirklich bequem ist. Das Gut, es ist ein Prototyp. Wann soll der erste vom Band gehen? Stehen die ersten 30 schon da. Ah, cool. So, dann darfst du mal reingehen. Wir werden mal die Küche ein bisschen erkunden. Also wenn ihr irgendwas seht, dass Spaltmaße noch nicht so hundertprozentig sind, alles Prototyp. Genau. Zeig mal ein bisschen Arbeitsplattenverlängerung. Einfach hochziehen, genau. Wir haben hier die Elektrik, ganz toll hier im Vorhinein mit einem Wechselrichter der Vorrangschaltung. Und wenn man sieht, wie detailreich das Ganze ist, man sieht einfach die Qualität, wie es verbaut ist, das Ganze. Man sieht, die machen das seit Jahren einfach. Trotzdem, die Spanier sind natürlich etwas günstiger als die Deutschen. Richtig, wenn man da irgendwie da ist, dann kann das schon mal ein bisschen Geld kosten. Genau, richtig. Hier haben wir dann den Platz zum Drehen für die Gasflasche, für das Kochfeld eben dementsprechend. Heizung, also geheizt wird mit Diesel, er hat eine Dieselstandheizung drinnen. Und ansonsten... Eine russische, eine Planar. Ich guck mal gerade. Eine Planar ist da drin. Die Kohlen habe ich auch gehabt. Ich habe den Bus jetzt verkauft. Aber das ist halt eine Heizung, die kriegst du nicht kaputt. Nein, die ist unkaputtbar. Ja. Unkaputtbar. Gibt es auch mehrere Bedienfelder. Die kann man sogar spiegeln, die Bedienfelder. Ja, du kannst unten im Wohnbereich noch eins reinmachen. Dann diskrete Schalter finde ich auch immer cool. Ja, richtig. Aber es ist halt einfach puristisch noch gemacht. Ich finde es auch sehr gut. Ich würde das so lassen, ehrlich. Ich auch. Und das Fahrzeug, das ist der Bringer. Hier auf der Messe haben verschiedene sind gekommen, wie sie gehört haben, dass es das Fahrzeug jetzt gibt und völlig abgedreht, dass wir so schnell das auf die Bahn stellen könnten. Gut, es ist Heckantrieb. Das ist von der Laufruhe, der Laufkultur. Das ist ein Auto, ich sag mal, da baut jetzt Concorde und Morello drauf auf. Genau. Für hohe Lasten natürlich. Richtig, genau. Nein, also wie gesagt, ist möglich. Wie gesagt, wir haben optional die Möglichkeit, auf 4x4 das Ganze zu bauen. Dann sieht er richtig scharf aus. Genau. Ist das viel teurer? Ja, wir rechnen so mit 18.000 plus. Also es war jetzt so, was wir aus der Preisliste mal bei Iveco genommen haben. Bis jetzt haben wir die Anfragen gestellt, haben aber leider noch keine Antwort bekommen. Aber es schaut so aus, als wenn es relativ bald wäre. Schön, ja. Die Holzfarben, kann man die wählen? Genau, es gibt dreierlei Holzfarben. Das nennt sich Cherry Oak, das Ganze. Dann gibt es, Scandinavian Oak ist das hier, was wir haben. Dann gibt es das Grey Oak. Ich finde das persönlich ein bisschen hübscher, schaut ein bisschen sportlicher aus. Und so einen Rotton, Cherry Wood nennt sich das da. Cherry Wood, sehr schön. So, gasfrei, das heißt, wir haben eine Luft-Dieselheizung hier drin, die wirklich Power macht, je nach Ausstattung. Eigentlich schon fast zu viel. Das ist wirklich so. Dann hast du das warme Wasser. Wie wird das gemacht? Das warme Wasser wird mit dem Boiler gemacht, genau, richtig. Über die Heizung, über die Gasheizung. Wärmetauscher dann? Genau, ja. ja. Okay, verstehe. So, dann siehst du hinten die Rundsitzgruppe. Ich habe es noch nicht ganz verstanden. Das heißt, wenn ich jetzt von innen hier einsteigen möchte, dann wird das Bett nach hinten durchgeschoben, oder wie? Nee, also so wie das jetzt steht, so kann man es zusammenschieben. Die hintere große Platte, die nehme ich hoch als Tisch und die vordere Platte kann ich einfach zur Seite legen. Und dann habe ich da meine Sitzgruppe drin. Durchgang, das heißt, ich klettere drunter durch und setze dann rein. So ist es komplett gebaut worden. Gedacht. Ja. So, haben wir hier oben sind noch ein paar Oberschränke. Genau. Dann ein Kühlschrank, ein Kompressor. Das ist ein Kompressor. Kompressor, Kühlschrank. Ja, ist natürlich, wer sich auskennt, einfach mal so ein Daily mal nackt bestellt, der kostet richtig viel Geld. Also dann stehst du da, dann hast du immer noch kein Reisemobil. Das ist richtig, ja. Und ihr habt das reingebaut. Ja, Dusche, zeig mal bitte. Shenandoah, geh ruhig mal rein. Genau. Wie gesagt, das Fenster ist jetzt in Order, das Ganze. Das Fenster kommt in den nächsten Fahrzeugen drinnen. Und ansonsten braucht es nicht viel, weil halt man sieht den Krankenwagen da drin. Man sieht ihn einfach. Also wie gesagt, es ist ziemlich puristisch das Ganze. Eine komplett ABS-Kabine eben, dass man dementsprechend alles nachts machen kann, ohne irgendwelche Probleme. Es gibt ganz viele, die genau das wollen. Also die sagen, ich brauche hier keinen Schnickschnack, ich brauche jetzt nicht, also nichts gegen Hymer MLT oder so, also die innen dann Bling Bling und so haben. Aber das ist jetzt ganz reduziert. Ja.
Der Preis stimmt im Vergleich zum Nutzfahrzeug, was drunter ist. Das finde ich auch. Also wie gesagt, das ist halt meiner Meinung nach eine echte Kampfansage jetzt erstmal gegenüber den anderen. Weil für 60.000 €, dass ich alles drin habe und nichts nachbestellen muss erstmal, finde ich, kann man sich sehen lassen, ja. Ist der jetzt unter 3,5 Tonnen? Oder? Der ist unterhalb 3,5 Tonnen. Also So, man kann den aber auch auflasten. Man kriegt ihn wesentlich schwerer, oder? Wenn man will. ja, man kann ihn schwerer bestellen. Also Auflasten ein Fahrzeug ist immer schwierig, das funktioniert nicht immer. Aber man kann ihn schwerer bestellen. Also wir können den als 55 bestellen oder eben als den 35. So, der 55, der macht 4,85. Und dann hast du richtig Zuladung. Ich glaube, weit über eine Tonne, oder? Ja, braucht kein Mensch in dem Fall. Ich brauche das. Also ich brauche immer, Zuladung ist immer gut. Ja. Also Ja, 500 Kilo kriege ich weg. Da kann man den Tank größer machen. Was zum Beispiel auch zum Thema zu sehen ist, wir haben die originalen Sitze drin auf Drehkonsolen, haben zum Beispiel Sitzheizung. Dann haben wir luftgefederte Sitze, das sind also Isri-Sitze, die drin sind. Naja. Also ist schon Vom Feinsten. Ja. Das ist ja das, was du anwählen kannst, dann jeweils in der Ausstattung. Und das heißt, ihr habt Fahrhaus, Klimaanlage, Rückfahrkamera hier oben. Genau, alles drin. Das Fahrerassistenzpaket ist nicht drin, aber das könnte man ja wählen, wenn man das will. Genau, das könnte man wählen, das muss man dann halt dazu ordern. Generell ist es erstmal jetzt nicht gedacht, aber ja. So. Dann gibt es auch so CAN-Bus-Adapter, dass man die irgendwie, ja, ich kenne das Fahrzeug halt, ich mag es sogar. So, und es ist recht leise, ist schon fast Automotive-Pkw-Niveau, Ja. oder? Genau, also vor allem dadurch, dass hier das Ganze, wie gesagt, ziemlich gut verschraubt und verklebt ist, das Ganze, ist das Fahrzeug zum Fahren auch relativ leise. Mhm. Klimaanlage im Fahrerhaus, alles dabei. Cool. Und ist jetzt natürlich ein bisschen nüchterner, muss man sagen. Also es ist jetzt reduziert, die Spanier, die gehen zum Lachen immer in den Keller. Es ist so ein bisschen, ist ein Krankenwagenhersteller, das musst du sagen. Aber guck dir mal an, es gibt ja auch vergleichbare Fahrzeuge, zum Beispiel von Volkswagen, also die noch weißer sind. Du weißt, was ich meine, Ja. der Grand California. Richtig. Ja, und der kostet halt mal richtig Asche, ne? So, und die, ich sag mal, die Endtypen, ihr werdet ja so Kleinigkeiten, die werden ja noch geändert. Das hast du ja dann. Ja. Was auch geplant ist, dass wir hier oben jetzt in der ersten First Edition hier eine Ablage schaffen mit Netz bzw. einer Tasche und die nächsten Prototypen, beziehungsweise nicht Prototypen, die nächsten Serien, die wir machen wollen, die dann einfach ähnlich den anderen Kastenwagen aussehen. Ich meine, das war jetzt einfach mal eine Grundidee, die kam ziemlich gut an hier an der Messe. Man sieht fast keine Dailies als Kastenwagen im Ausbau. Das ist so der. Also es gibt nur ein paar 4x4ler, die das machen. Ansonsten würde ich jetzt nicht behaupten, dass generell irgendwelche Dailies hier an der Messe sind. Ich bin mal drüber gelaufen, ich habe keinen gesehen. Strom ist da jetzt Lithium drin? Was habt ihr rein? Da ist eine Lithiumbatterie drin, genau richtig. Wir haben, ich weiß es gleich gar nicht. Ja gut, das kann man ja nachrüsten. Ja, also wenn wir einer was Größeres haben. Das Fahrzeug ist erstmal so, wie er jetzt ist, fahrfertig und komplett. Daily Camper haben wir ihn erstmal getauft, La Marca, genau. La Marca, genau, du musst mal kurz zu mir kommen. Du musst ja ein bisschen was erzählen über La Marca. Das klingt jetzt unglaublich italienisch, aber ihr seid in München, oder? Genau, nein, wir sitzen in Landsberg am Lech zwischen München und Bodensee, würde ich mal sagen, an der A96. Okay. Ja. Ist es Bayern? Das ist Bayern, Oberbayern. Oberbayern. Ja. Okay, in der Nähe, was ist noch in der Nähe? Augsburg ist nördlich davon, südlich ist Maifüssen, kommt dann Weilheim, Schongau die Richtung. Also ziemlich in der Mitte drin. Ja, also ich find's cool. Also ich liebe sowieso den Daily. Also es liegt vielleicht daran, dass ich schon seit Jahren fahre. Und das ist ein sehr zuverlässiges Auto. Vielleicht noch zu erwähnen, ist das ein Nutzfahrzeug von Iveco, 24-Stunden-Service. Genau, also die kommen raus mit... Ja, das wird so sein. Da wissen wir jetzt eigentlich, aber wissen wir noch nichts drüber mit diesem 24-Stunden-Service, weil es ja natürlich ein Produkt aus Spanien ist. Garantien sind natürlich immer unterschiedlich. Wir aber bieten das Ganze an, dass wir das schauen, dass wir das Ganze jetzt auf die Bühne kriegen, dass das alles passt. Aber wie gesagt, ist natürlich, Garantien sind von Land zu Land natürlich unterschiedlich. La Marca, Daily Camper heißt er. Und wir drehen heute am 3. September 2021 von dem ganz tollen Caravan-Salon 2021. Und hier mal wieder ein richtiges Männerauto, ein Nutzfahrzeug, aber auch für Frauen ganz nett, oder? Ja, doch, finde ich auch. So, dann fahren wir los. Okay. Ciao, ciao. Tschüss.